Data Researches. Professor Dr. Boris Otto ist Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik und Professor für industrielles Informationsmanagement an der Technischen Universität Dortmund. Am Fraunhofer ISST forschen er und seine Kolleginnen und Kollegen an digitalen Ökosystemen für die Logistik, die Datenwirtschaft und das Gesundheitswesen. In seinem Data Researches Blog beleuchtet Professor Otto aktuelle Digitalisierungsthemen. Wie jedes Jahr steht auch dieses Jahr ein Jahreswechsel an und der kommt mit großen Schritten näher. Und natürlich fragt man sich immer einerseits persönlich, was wird das nächste Jahr so bringen und was wünscht man sich auch fürs nächste Jahr? Welche Vorsätze macht man sich? Und das gilt natürlich auch für das Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik ISST in Dortmund. Dieses nächste Jahr ist in mehrerer Hinsicht ein ganz wichtiges für uns. Zum einen ist es so, dass wir unser 30-jähriges Bestehen feiern. Also wir haben einen runden Geburtstag und wahrscheinlich werden wir auch einen ausgeben unter den Restriktionen, die uns dann wahrscheinlich immer noch Corona auferlegt. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir hier auch ein kleines Fest feiern können. Und das erfreut auch jetzt schon alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und es löst große Vorfreude aus. Das ist das eine. Also wir werden 30 Jahre alt, das ist, glaube ich, schon eine Nachricht wert. Der zweite Punkt ist, dass wir auch unsere Strategie überarbeitet haben. Also wir haben dieses Jahr genutzt, um uns zu überlegen, Mensch, haben wir eigentlich das erreicht, was wir uns vor 5 Jahren mal vorgenommen haben und haben das jetzt fortgeschrieben in die nächsten 5 Jahre. Und da haben wir eine ganze Reihe gute Ideen entwickelt, die wir jetzt Schritt für Schritt umsetzen wollen, damit wir unseren Weg, Datenökosysteme zu ermöglichen, noch erfolgreicher gehen können, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Daran schließt sich auch schon ein dritter Punkt an, der für uns als Institut ganz wichtig ist. Wir sehen, dass die Datenraumbewegung, so möchte ich es mal sagen, vielleicht auch ausgelöst durch die europäische und durch die bundesdeutsche Datenstrategie, sehr, sehr viel an Fahrt aufnimmt. Und wir jetzt an dem Punkt sind in dem Lebenszyklus dieses Themas, wo diese Ideen nicht mehr nur gut gefunden werden und geteilt werden, sondern wo wir sie jetzt auch umsetzen helfen dürfen. Und das ist tatsächlich ganz spannend, dass wir in verschiedenen Domänen, sei es in der Automobilwirtschaft über Catena-X, sei es in der Mobilität mit dem Datenraum Mobilität, wirklich dazu einen Beitrag leisten können, dass diese Dinge umgesetzt werden und damit letzten Endes auch einen Beitrag leisten für die digitale Souveränität in Deutschland und in Europa. Also das nächste Jahr hat viel zu bieten, es bleibt spannend und wir freuen uns darauf.